Grüß Gott, hier erfahren Sie die wichtigste Botschaft der Offenbarung des Johannes in den folgenden 4 Minuten. Vorweg noch etwas zur Paradiesgeschichte. Hier gibt es den Baum des Lebens. Alle heiligen Schriften sind in der Sprache des Baumes des Lebens geschrieben. Es ist hier unsinnig, Kategorien der Zeitlichkeit anzuwenden. Das ist sekundär. Primär geht es um den Menschen, um das Erleben in uns. Jedoch nehmen wir permanent vom Baum der Erkenntnis und das verbannt uns auch permanent aus dem Paradies. Die Offenbarung des Johannes beginnt mit diesen Gemeindebriefen. Dort wird jede Gemeinde zur Umkehr aufgerufen. Das heißt, unsere Sicht auf die Welt zu ändern. Es folgen unvermittelt die Visionen, die bestimmt werden durch den Baum der Erkenntnis. Es beginnt mit den 7 Siegel. Hier treten die 4 apokalyptischen Reiter auf, die Sie vielleicht kennen. Es folgen die 7 Posaunen, die uns wachrütteln sollen. Und hier begegnen wir bei der 7. Posaune der Sonnenfrau, die ein Kind gebären will in diese kalte Welt der Erkenntnis. Es baut sich unmittelbar davor der Drache auf, um das Kind zu verschlingen. Das ist genau bei der Hälfte der Offenbarung, wo dann der Erzengel Michael auftritt, um den Gegenspieler aus dem Himmel zu verbannen. Es folgen 2 Tiere auf Erden, das Tier aus dem Meer und das Tier vom Land, also die Verführung aus der Zeitlichkeit und diese harte Naturgesetzlichkeit. Hier erfahren wir auch von dieser Zahl 666. In weiterer Folge sehen wir, dass der Weg der Erkenntnis, wir sehen das bei der Ernte, nur Blut erntet. Leider kommt es zu keiner Umkehr und so erfahren wir bei den 7 Sorenschalen weitere Plagen und zum Schluss die Formierung der Gegenkräfte zu Armageddon. Diese Vision wird dann unvermittelt abgeschnitten nach 2/3 der Offenbarung. Das zeigt uns den Weg von der Zweiheit zur Einheit. Die Zweiheit wird auch durch die ägyptischen Plagen ausgedrückt. Und es folgen nach diesen Katastrophen die hoffnungsvollen Visionen zum Baum des Lebens, die durch den Erklärungsengel eben eröffnet werden. Und der Erklärungsengel zeigt uns die Hure Babylon, die dann unvermittelt untergeht. Diese Dienerin vieler Herren, so wie wir auch im Leben verschiedenen Herren dienen. Die wunderbare Vision der Hochzeit, wo das Lamm sich mit dem neuen Jerusalem vermählt, also die Liebe in dieser Beziehung, und die Gegenkräfte treten unvermittelt dann in dieser letzten Schlacht auf, wo Christus mit seinem Heer diese Schlacht für sich entscheidet. Dann hören wir oder sehen wir in der Vision dieser 1000 Jahre, die nichts mit der Zeitlichkeit zu tun hat, wo der Gegenspieler gebunden wird. Aus dem alten jüdischen Wissen wissen wir, dass die 1000 für die Einheit steht. Es geht hier um die Erfahrung der Einheit. Jedoch wird dieser Gegenspieler wieder losgelassen. Das führt zu dieser letzten Schlacht von Gog und Magog, die kurzerhand durch den Himmel entschieden wird. Beim Gericht erfahren wir, dass alles wieder aufersteht. Wir werden wieder aufgerichtet, heil und ganz gemacht. Die Gegenspieler in mir und selbst der Tod und das Totenreich wird im Feuersee vernichtet. Wir sehen, dass diese dualistische Welt aufgehoben wird und nun wissen wir auch, was uns nach dem Leben Wundervolles erwartet. Das neue Jerusalem. Hier verschränkt sich das erste Buch von der Bibel mit der Paradiesgeschichte, mit dem letzten Buch und dem neuen Jerusalem auch ein Bild für das Paradies, das wir schon zu Lebzeiten erleben können, wenn wir den Baum den Rücken kehren. Offenbart wird uns, dass die Liebe der Weg ist und dass der Baum der Erkenntnis in die Katastrophe führt und wir sind unsterblich. Abschließend sehen Sie den Hinweis auf den YouTube-Kanal, auf mein Buch auf Grundlage des alten jüdischen Wissens, die Rezensionen zu dem Buch, Hinweis auf die Facebook-Gruppe und E-Mail-Adresse und die verwendeten Bilder. Dankeschön.